Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Automobilfreunde. Heute haben wir wieder wirklich Freude am Fahren. Das kann man mit dem Auto wirklich sagen. Das Mercedes 300 SL. Ihr wisst ja, ich bin mittlerweile fast 40 Jahre im Geschäft. Handel mit Oldtimer, mit Sportwagen und Rennwagen und super Sportwagen auch. Und das ist der 300 SL, den wir jetzt gerade fahren. Das ist eigentlich einer der bedeutendsten Fahrzeuge überhaupt, die jemals geschaffen worden. Hat eine riesige Form, der Wagen. Es ging ja los 1952 mit dem Flügeltürer, bis dann die Serie 1954 begann mit dem Galving. Die haben den Wagen 3 Jahre gebaut. Beim Galving ist nur der Nachteil, wird sehr schnell sehr heiß im Auto, hat keine Klimaanlage so ein Auto und da kommt man schwerer raus und rein. Und dann hat man irgendwann ab 1957 einen Roadster gebaut, einen 300 SL Roadster. Und der ist dann 6 Jahre lang gebaut worden, bis ungefähr März, April 1963. Und jetzt haben wir hier so einen Wagen aus dem Baujahr 1957, aber das Auto hat eine absolute Besonderheit. 1957 begann ja diese Serie mit 215 PS und 3 Liter Hubraum. Das Besondere ist an dem Wagen, dass er original Radschverschlüsse hatte. Da gab es nur 28 Autos von. Das ist eine absolute Rarität, dieser Wagen. Und dazu kommt noch, dass der Wagen einen absolut exzellenten Zustand hat. Das merke ich schon am Motor. Das hat aber auch damit zu tun, also erstens mal aus welcher Sammlung er kommt. Die sind bekannt dafür, dass sie nur absolute Top-Fahrzeuge haben. Erstens und zweitens ist der Wagen bei einer Referenzfirma in Deutschland voll restauriert worden. Und das Schöne an dem Auto und das Interessante ist, dass er eine kubanische Erstauslieferung hat. Also kurz bevor Fidel Castro da drüben seinen Umsturz gemacht hat in Kuba, hat sich ein reicher Kubaner diesen Wagen bestellt hier. Und diese Auslieferungsdokumente haben wir noch. Und dem kann man übernehmen, dass die Nummern stimmen und dass vor allen Dingen auch das Auto diese Zentralverschlüsse original hatte. Das was ganz selten. Es sieht nicht nur absolut klasse aus, denn normalerweise haben die Autos hier Radkappen. Die haben dann den Aluminiumkranz in der Mitte der Radkappe. Das hat er nicht. Er hat die Zentralverschlüsse, die hat es als extra beim Flügeltürer auf Wunsch gegeben und beim 300 SL eigentlich gar nicht mehr. Man hat die Möglichkeit nur noch beim 300 SL Roadster 1957 offeriert und wir haben hier ein Auto, das ist gemacht worden. Was ein Glück! Und damit ist der Wagen wirklich ein Highlight, also was ganz Besonderes. 300 SL Roadster mit Radschverschlüssen ist außergewöhnlich, ist so gut wie gar nicht am Markt zu bekommen. Ja, und jetzt haben wir so einen Wagen. Das nächste, was dazu kommt, er hat diese irre Farbkonstellation. Er ist innen dunkelgrünes Leder. Ihr könnt sehen, der Wagen ist vor 20 Jahren vollständig restauriert. In einer absolut erste Klasse Arbeit, kann man sehen. Man sieht es einfach. Und muss dazu aber sagen, er kam in einem schlechten Zustand nach Deutschland. Dann ist er komplett gemacht worden hier in Deutschland. Und das ist wirklich im Detail top gemacht worden. Ich muss sagen, also ich schätze mal, dass ich so ungefähr 80 300 SL in meinem Leben verkauft habe. Ich glaube, das ist der schönste hier. Also der hat eine Ausstrahlung, eine Wirkung. Das ist farblich so toll getroffen. Mal ganz davon abgesehen, dass er auch qualitativ super gearbeitet wurde. Aber dazu nachher mehr. Zeigen wir euch gleich mal Bilder. Also hier könnt ihr das Armaturenbrett hier vorne sehen. Tacho geht bis 270 Stundenkilometer. 300 SL ist tatsächlich 250 Sachen schnell gewesen, ging natürlich nur auf der Autobahn. Dann hat er hier vorne das große Kombi-Instrument. Hier vorne könnt ihr Wassertemperatur sehen. Hier kommt später Öl. Die Maschine hat einen riesigen Ölkreislauf von 11 bis 12 Litern. Und da muss man gucken, wenn hier die gelbe Marke erscheint, dann ist das Öl erst wirklich warm. Hier ist der Öldruck, der ist voll da. Ich höre auch am Motor, der läuft erste Klasse. Ihr hört da so ein kleines Rattern, da ist irgendeine Welle vom Tacho, vermute ich, oder so. Nicht ganz hundertprozentig, aber das ist eine Kleinigkeit. Und da vorne ist der Tank. Der Wagen hat einen 110 Liter Tank. 300 SL verbraucht zwischen 14 und 20 Liter. Das muss er einfach haben, anders geht das halt nicht. Es ist ja ein Rennmotor, damit sind ja damals auch Rennen gebaut worden. Und als Max Hoffmann, das war der Importeur in New York, dann gesagt hat, pass mal auf Leute, so ein Auto brauchen wir. Legt sowas auf, da haben wir Kunden für. Der Wagen war ja ein riesen Erfolg. Vom Roadster sind 1850 Autos gebaut worden. Und zuvor vom Galving
1450. Hier vorne ist der Drehzahlmesser, der dreht bis 6000 Touren. Und das Besondere an einem 300 SL ist, dass er einen Gitterrohrrahmen hat. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das heißt, die ganze Karosserie ist praktisch auf diesen Rahmen draufgearbeitet. Und da fängt auch ein Problem an. Wenn ihr mal mit so einem Auto einen Unfall habt und dieser Gitterrohrrahmen ist verzogen, dann ist die Reparatur sehr, sehr aufwendig. Also da müsst ihr immer gut nachgucken, wenn ihr mal einen Wagen habt, der einen Unfall hat. Das kann immer mal vorkommen, weil der wahnsinnig schnell und die Bremsen waren, also ich sage mal, so ein bisschen überfordert von der hohen Geschwindigkeit. Es gab ja erst ab 1961 Scheibenbremsen. Aber ich sage mal, wenn die Trommelbremsen gut eingestellt sind, die es vorher gab, geht das auch. Nur trotzdem, ein Wagen, der 250 Sachen schnell ist, da muss man aufpassen. Und also für die damalige Zeit war das einfach ein Riesenwurf. Und der 300 SL hat ja auch so als Sportwagen einer der schönsten Formen überhaupt. Also es ist ja nicht nur technisch ein Leckerbissen, der Wagen ist auch eine absolute Design-Ikone. Und das könnt ihr daran sehen, dass die Werte von diesen Autos, die Preise, die Wertigkeiten immer nach oben gehen. Solche Autos kosten mittlerweile über 1 Million und das hält auch an. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Geschäft begonnen habe, da kostete so ein Wagen noch 150.000 Mark. Da ging die hoch auf 200.000, dann das erste Mal richtig hoch, so 1990 ging es bis auf 800.000 hoch. Dann hat es mal so einen kleinen Knick gegeben und seitdem wieder hoch. Also die Autos, so ein Auto mit Ratschverschlüssen ist am Markt überhaupt nicht zu bekommen. Ich meine, ich kann mir solche Ratschverschlüsse aufs Auto draufbauen, ja, aber ich habe dann trotzdem keinen Wagen, der so zur Welt gekommen ist. Und das macht es hier aus. Also der Wagen hat nicht nur dieses irre Ursprungsland Kuba, was ja wirklich an sich schon eine Rarität bedeutet, sondern er hat auch diese Zentralverschlüsse. Das können wir in Dokumenten nachweisen und die hat er halt bis heute und das macht für Sammler ein Highlight aus. Das ist was Besonderes. So, man hört das jetzt schon am Sound. Kann jetzt langsam mal ein bisschen mehr drauf treten. Die haben ja irre Kraft. Die haben ca. 220 PS, diese Autos. Wiegen 1,3 Tonnen. Vieles ist aus Aluminium, Türen, Haube und so weiter. An Kraft hat man mit dem Wagen wirklich. Also man kommt im heutigen Verkehr absolut mit. Aber so richtig drauf treten tue ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, man muss abwarten, bis er wirklich schön warm ist. Man kann so einer Maschine sehr schnell einen Genickschuss geben, da muss man vorsichtig sein. Also behutsam fahren, aber wenn der mal richtig warm ist, dann geht es aber richtig zur Sache. Ja, also das ist sicherlich wieder ein Auto, Freude am Fahren, Freude am Auto vor allen Dingen. Das hat man hier mit Sicherheit. Freude am Fahren ist ja mal der Spruch vom BMW gewesen. Aber Freude am Auto ist eigentlich mehr. Das ist eine Einstellung und eine Haltung zur Welt, sage ich mal, weil das ist Freiheit und einfach sensationell. Hier vorne übrigens ist die Heizungshebelchen, habt ihr gesehen. Der Blinker ist im Chromkranz hier rechts, das ist links. Und ihr könnt jetzt schon, wo die Sonne so schön drauf scheint, sehen, es ist wirklich ein neuwertiges Auto. Er ist so toll restauriert worden, obwohl das schon 20 Jahre her ist oder über 20 Jahre sogar. Und es ist wirklich exzellent gemacht worden. So, heute haben wir ein bisschen Nebel im Tal. Man merkt, dass der Herbst langsam ankommt. Da vorne könnt ihr das gut sehen. So halte ich hier an, ja, ne? Oder hier vorne an, weiter hier, ne? Nochmal aus, ne? Ja, 300 SL, ganz kurz mal hier. Hier vorne hat er sein Becker Mexiko Radio. Haben sehr viele gehabt. Auch so ist es richtig, nicht anders. Hier hat er Benzinpumpe. Wenn man den startet, den Wagen, immer 20 Sekunden die Benzinpumpe laufen lassen, sonst läuft er nicht richtig. Dann hat er hier Scheibenwischer. Dann hat er hier vorne einen Choke. Die muss man auch mit Choke, die muss man also rausziehen, mit Choke fahren. Und dann so ganz nach dem Gefühl, die poltern am Anfang, spotzen so ein bisschen. So, ich sag mal so nach 10, 15, 20 Sekunden zurücklassen. Und dann läuft da auch hier vorne das Licht. Jetzt ziehe ich mir hier die Handbremse, dass er auch wirklich fest ist. Und mache einen Gang rein, dass er uns nicht wegrollt. Ja, so, steigen wir mal aus. Ja, ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, das ist einer der schönsten 300 SL, die wir jemals im Verkauf gehabt haben. Und ich glaube, das könnt ihr hier auch sehen. Im Moment ist zwar die Sonne ein bisschen tiefer und ein bisschen krass heute Morgen, aber dieses hellgrün Metallic, dann noch mit diesen Zentralverschlüssen, die eine absolute Rarität darstellen, die echt sind bei dem Auto.
Und dann noch diese erstklassige Handwerksarbeit bei dem Wagen, der ist ja wirklich sensationell restauriert. Das ergibt dann ein Auto, was einfach nur noch erste Klasse ist. Übrigens hat er ein dunkelgrünes Verdeck. Das machen wir euch nachher mal auf. Also der Wagen ist wirklich Ton. Hellgrün Metallic, dieses grüne Leder hat er auch original gehabt. Wir haben so eine Karte, wo das alles drauf zu sehen ist. Und dann schaut euch das mal an, wie der hier gearbeitet ist. Da sind im Detail auch die richtigen Schrauben drin. Guckt mal hier. Da müsst ihr beim 300 SR mal gucken, wie das hier auch alles zusammensitzt. Daran erkennt man wirklich eine erstklassige Arbeit. Auch hier vorne ist alles feinkantig. Das sind die Kiemen an den Radhäusern. Dann hat er hier vorne die Motorhaube. Sitzt absolut perfekt. Auch die ganzen Details hier, nicht heute irgendwie aus dem Ersatzteilhandel billig nachgebaut, sondern wirklich so hat es gehört. Bis hin zu den Stoßstangen. Er hat deutsche Lampen. Ob er mit denen ausgeliefert wurde, das kann ich nicht sagen. Wenn er in Kuba war, möglich, dass er damals US-Lampen hatten, aber die sind viel gefragter und viel schöner. Hat also die deutsche Lampenausführung. Dann charakteristisch sind hier vorne Luftablässe, weil die Maschine eine sehr hohe Abwärme produziert. Könnt ihr hier vorne sehen, linke Seite, rechte Seite, daran kann man ein 300 SL erkennen. Das ist einfach auch ein wahnsinnig schönes Designelement. Ja, und einmal drumherum, also schaut euch das einfach mal zusammen mit mir an. Dieses wahnsinnig schöne Heck, was er hinten hat. Der hat übrigens einen Koffersatz. Das kann ich euch mal zeigen. Also das ist so ein Auto, so würde man heute sagen, der hat Vollausstattung. Da muss ich nur gucken, dass ich den Schlüssel jetzt finde. Das ist noch ein bisschen gefummelt, die Schlüssel beim 300 SL. Nee, der ist es nicht. Nee, Paul, da müssen wir einen Schnitt machen, das dauert jetzt. So, wir haben den richtigen Schlüssel gefunden. Schaut mal hier, Original Koffersatz, der hat sogar noch altes Leder. Ich nehme an, dass das ein Originaler ist, könnt ihr hier am Leder sehen. Hat früher die Firma Beisch gemacht, bitte sehr. Jeder Zentimeter ist da ausgenutzt. Übrigens, das ist die Originalschlinge hier in dunkelgrün im Teppichboden und unten drunter ist dann noch der Reservereifen. Der liegt da drunter, also wenn man, der ist da unten drunter, machen wir jetzt aber nicht hoch. Lassen wir einfach mal so zu. Ja, das ist der Koffersatz zum 300 SL. Dann kann ich euch jetzt mal den Motor zeigen. Okay, so, hier unten ist der Hebel, um vorne die Haube aufzumachen. Übrigens, diese beiden Rillen vorne in der Motorhaube, das ist ja heute ein Designelement, das macht man gern bei Mercedes. Damals hatte das einen Grund, weil der hat eine riesige Einspritzpumpe und die Maschine ist schief eingebaut, leicht geneigt. Und damit das überhaupt drunter passte hier, das ist nämlich höher gewesen, diese große mechanische Einspritzung, brauchte man das damals tatsächlich. Heute braucht man das nicht mehr bei den modernen Autos. Damals war es nötig. Könnt ihr aber auch hier sehen, alles neuwertig, alles perfekt gemacht. Übrigens hier vorne sind Teile des Gitterrohrrahmens zu sehen. Schaut mal da unten, da könnt ihr das sehen. Da ist der Gitterrohrrahmen, der geht durch die gesamte Karosserie durch. Auch hier vorne kann man das gut sehen. Das ist der Dom vom Gitterrohrrahmen hier vorne. Also es ist schon wirklich sehr, sehr komplex, was man da gebaut hat. War absolut höchste Ingenieursleistung und nicht ohne Grund ist der Wagen 1800 Mal verkauft worden damals. Es war der Sportwagen und man darf nicht ganz vergessen, so ein Wagen hat damals 32.000 Mark gekostet. Das war richtig viel Geld. Zu einer Zeit hat ein VW Käfer, ich weiß nicht, ich glaube 4.000 Mark gekostet. Hier 32.000, aber es gab genügend Kunden weltweit, die gesagt haben, 300 SL ist so ein tolles Auto, den hätten wir gerne. Ja, und ich glaube, dass wir hier einen der schönsten überhaupt haben, den es gibt. Ich meine, es gibt ja in Beige die Autos, in Rot, in allen möglichen Farben, in Schwarz, das verwässert ein bisschen die Form. Aber dieser hier ist wirklich absolut sensationell. Ja, ich mache jetzt mal die Haube zu. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Könnt ihr übrigens auch, wenn eine Haube zugeht, fallen lassen, Papp. Und wenn die schließt, wisst ihr, da sitzt und passt alles bei dem Auto. Ja, hier könnt ihr mal den Lieferschein der Daimler-Benz Aktiengesellschaft sehen von 1957. Da oben steht Radschnaben, also so ist er ausgeliefert, Ledergrün und Firma Rante in Kuba. Also alles authentisch vorhanden, alles schön nachvollziehbar. Und hier kann man eben sehen, dass der Wagen wirklich toll restauriert ist, wirklich von Grund auf. Das ist klasse gemacht worden bei einer absoluten Referenzfirma. Und was ich sagen muss, nachdem ich jetzt so die erste Viertelstunde mit dem Auto gefahren bin, der ist auch technisch in einem exzellenten Zustand. Wie der läuft, das machen wir jetzt mal. Paul, setz dich mal hin. Jetzt können wir nämlich auch, weil er langsam auch das warme Öl bekommen hat, ich kann euch das gleich mal zeigen. Was wollte er uns jetzt sagen? V8, ja, V8 BR, naja gut, aber das war
Automatik und so, völlig langweilig. Wir haben ja Viergangschaltung hier. Guckt mal hier, Jungs, hier vorne, Jungs und Mädels heißt es natürlich. Da vorne kommt jetzt der leichte, der gelbe Strich, das heißt, Öl hat jetzt ungefähr 60 Grad. Jetzt wird das Öl langsam auch so, kriegt jetzt so eine Betriebstemperatur, dass man da schön Gas geben kann. Und hier vorne Öldruck bei 2. Also das habe ich eben auch gemerkt beim Fahren. Warte mal, da kommt gerade einer vorbei. Das habe ich eben gerade gemerkt beim Fahren, dass der Wagen also wirklich technisch, der schaltet sich super, da ist alles so, wie es gehört. Ich war völlig überrascht, welche tollen Bremsen er hat. Wenn man da drauf tritt, der packt sofort zu und bremst geradeaus. Das ist ja oft so, wenn die nicht richtig synchron eingestellt sind, dann fährt er mal nach rechts oder mal nach links. Das haben wir oft gehabt bei den Autos. Der hier, absolut erste Klasse. So, und dann werden wir auch gleich mal zeigen, was ein 300 SL wirklich kann. Weil man spürt, das ist bei dem Auto so, also bis 3.000, 3.500 geht's. Aber wenn man ab 4.000 brüllt der dermaßen los, das ist unglaublich. Also es ist ein ganz faszinierendes Auto. Also auch technisch muss ich sagen, ist das hier einer der besten 300 SL, die ich in meinem Leben verkauft habe. Ich habe ja schon gesagt, dass es so ungefähr ca. 80 Fahrzeuge waren. Also wie ein 300 SL fährt und fahren muss und was zu dem Wagen gehört und was nicht, das weiß ich ziemlich genau. Ihr wisst ja, dass wir keine Werkstatt haben, wir machen nur Handel, aber da sind wir wirklich Spezialisten und haben in der Zeit ungefähr 8.500 Autos verkauft und haben in der Regel bis zu 20 Mitarbeiter. Wir haben jetzt auch neue Kollegen eingestellt, sind da auch sehr guter Dinge, also die sich auch auskennen, die zum Teil schon sehr, sehr lange dabei waren. Wir haben zum Beispiel einen Mechaniker in Hamburg, der macht das schon 12 Jahre nur auf diesen Autos. Das ist natürlich toll. Denn man muss, wenn man so einen Wagen hat, immer die richtige Adresse kennen. Aber es gibt ja in Deutschland wirklich 2, 3 richtig gute Firmen, wo man hingehen kann, die exzellent sind. Kennt ihr sicherlich alle, die Firma Kienle oder die Firma HK Engineering in Polling. Kenne ich beide, sie gut machen, beide exzellente Arbeit. Also da ist man, wenn, also bei einer Inspektion ist ja da irgendwas ist mit so einem Wagen, ist man hervorragend aufgehoben. Ja, was dann auch sehr charakteristisch ist, ist dieser tolle Sound beim 300 SL. Also hört sich absolut irre an. Das ist für mich der klassische Sportwagen überhaupt. Oh, und hat auch tolle Leistung, das Auto. Richtig tolle Leistung. Servolenkung hat er keine. Das ist aber nicht nötig, hat ein sehr, sehr großes Lenkrad und ist insofern immer leicht zu handeln, selbst in der Stadt. Aber das Auto ist nichts für den Kurzstreckenverkehr. Da muss man aufpassen, dass er dann nicht verrotzt. Immer an, aus, an, aus, an, aus ist nichts für das Auto. So, jetzt haben wir mal eine schöne Gerade hier. Öl ist da. Das ist ein richtiger Supersportwagen der 50er Jahre. Ein echt faszinierendes Auto. Also was da Daimler-Benz damals gebaut hat und gezeigt hat, das haben sie bis heute nie wieder erreicht. Ein dermaßen faszinierendes Auto. Da ist auch zum BMW 507 ein totaler Unterschied. Also so sportlich und so mit Druck und Feuer fahren könnte ein 507 nicht. 507 sind ja auch nur 10% so viel gebaut worden wie ein 300 SL. Das war das legendäre Auto schlichthin und das ist eigentlich bis heute auch geblieben, was man an den Preisen sehen kann. Unter 1 Million gibt es so ein Auto nicht und alles, was drüber ist, hängt dann an der Qualität, an der Historie, die dazugehört und wenn der Wagen eine spezielle Sonderausstattung hat wie er, Original Radschverschlüsse, was ganz selten war beim Roadster, ist das natürlich ein Highlight. Hat auch gerade wieder... Der fährt sich ja klasse. Ja, das ist ein Supersportwagen. 50er Jahre, wenn man sich überlegt, der geht jetzt bald auf die 70 Jahre zu. Das ist schon ein ganz großes Kino. So, hast gesehen, wie schnell wir gerade machen. Also, dass der hier 250 fährt, das glaube ich dem Auto. Es geht wirklich los wie irre. Und er zieht auch über 100 schön hoch, ohne Probleme. Die Maschine ist auch toll gemacht.
Aber man muss immer gucken, wer so einen Wagen restauriert hat. Und da weiß ich einfach, allererste Adresse, das ist ein Betrieb, der über Jahrzehnte am Markt war, die sich auskennen, die das top machen. Das war so ein Referenzbetrieb, wo man sagt, wenn, dann musst du da hingehen. So eine Firma hat das hier restauriert, ist alles dokumentiert auch. Und beim Fahren spürt man das ganz einfach. Er schaltet sich auch toll, nicht? Das Einzige, was er hat, ist das Tackern hier vom Tacho. Aber das ist die Tachowelle, ist eine Kleinigkeit. Er hat auch die richtigen Reifen, hat die Dunlop drauf, den Michelin-Reifen hat er drauf. Ne? Ja. Der hat es damals zwar so nicht gegeben, aber damit liegt er auch wirklich gut, da fährt er sicherer. Macht Spaß zu fahren, was? Also für einen Samstagmorgen ist das der richtige Start in den schönen Tag heute. Mit dem 300 SL in der guten Qualität. Da geht was. Hier die Bremsen, guck mal hier, wie toll der bremst. Boah, hast du das gemerkt? Das ist ja einmalig. Also beim Trommelbremser, glaube ich, habe noch nie so gute Trommelbremsen gebremst wie bei ihm hier. Ist ja wirklich fantastisch. Ja, jetzt ist das Öl richtig warm. Jetzt könnt ihr das sehen hier vorne, der gelbe Strich, der geht jetzt gegen 80 Grad. Jetzt kann man die Maschine richtig voll fordern, obwohl ich sie nie über 4.500 Touren drehe. Der geht aber bis 6.000. Aber da muss man so ein Auto auch mal richtig eingefahren haben. Der Wagen kommt ja aus der Sammlung, hat also da länger gestanden, ist zwar immer wieder... Oh, 2 Enden. Oh. Ja, was machen wir jetzt? Na gut, also dann... Jetzt läuft sie wieder. Ja, so geht's. Ja, wir sind halt auf dem Land, das wisst ihr, da passiert sowas mal. Und wenn man schön vorsichtig fährt, kann man auch bremsen. Ja, jetzt noch mal richtig Gas geben hier. Also das ist ein Sportwagen. So, jetzt sind wir mit unserem 300 SL, der wirklich exzellent ist, ungefähr 20 Kilometer unterwegs gewesen. Ich kann euch nur sagen, das ist einer der besten Autos 300 SL, die ich je gefahren habe. Also ist wirklich einmalig. Wer sich so ein bisschen auskennt, der hört das auch, der merkt das auch. Das ist ein absoluter Supersportwagen in einem Top-Zustand. Und der hat auch eine Leistung. Ach, toll. Absolut irre der Wagen. Er bremst vor allen Dingen gut. Das ist ja ein Trommelbremser. Gute Trommelbremsen sind genauso wie Scheibenbremsen. Ihr müsst nur darauf achten, die müssen gut sein, die müssen richtig eingestellt sein, die müssen parallel bremsen, dann ist das überhaupt kein Problem. Und das ist hier gemacht worden, weil da Spezialisten dran sind. Ja, da vorne kommt unser Hof Beuerberg um die Ecke, der ist übrigens über 500 Jahre alt, also auch da sind wir historisch. Da vorne könnt ihr das sehen, ist im Jahr 1470 circa das erste Mal erwähnt worden. Da steht ein Teil unserer tollen Autos. Wir haben ja mittlerweile über 200 Fahrzeuge im Bestand. Und es gibt nichts, was wir auch nicht auch besorgen können. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, ruft mich an. Ich denke, dass wir das alles hinbringen. Ja, eine herrliche Probefahrt geht zu Ende. Ich glaube, das könnt ihr meinem Gesicht ansehen. Wir zeigen auch jetzt noch kurz das Verdeck. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan. Hier unten drunter ist ein Hebel, den man zur Seite schiebt. Dann geht das auf und da liegt das Verdeck dann hinten drin. Und das Tolle ist, man hat das hier Ton in Ton gemacht. Schaut euch das mal an. Da sind die Metallhebel, die werden dann zugezogen, wenn die Zapfen vorne drin sind. Schaut mal hier, in dunkelgrün. Das ist natürlich absolute Klasse. Schaut mal hier, wie gut das ausschaut. Also man macht das hier hinter. Das rastet da ein. Müsste mir jetzt nur ein zweiter Mann helfen, sonst schaffe ich das nicht. Vielleicht kann Paul das mal machen dahinter. So, das passt hier hinten schön rein und jetzt geht er auf Spannung.
Also ich meine, auch das ist bei dem Auto fantastisch gemacht worden. Guck mal hier, da sind die Zapfen. Das hat man ja bis beim 107. Da drüben noch. Kriegst du das hin? Nee, das muss ich mal. Also man kann es alleine machen, aber es ist besser, wenn man zu zweit ist. So, der ist fest. Schaut euch das mal an. Ein Gedicht von Auto. Und dann noch grün, grün, grün. Das ist wunderschön. Wunderschön. So, der ist auch zu. Ist alles schön stramm. Mein 300 SL fährt man ja oft ohne Dach, weil es ist einfach faszinierend, da offen zu fahren. Das kann ja auch mal regnen, da muss man es halt zubekommen. Aber schaut mal hier, Ton in Ton das Auto. Sensationell, da muss man das knöpfen. Jetzt ist der auch fest. Ja, schaut euch das mal an. Also das ist einer der besten und der schönsten 300 SL, die ich je gehabt habe. Ein sensationell schöner Wagen. Tolle Farbe auch, nicht? Einmalig schöne Farbe. Ja, jetzt bei uns hier in Beuerberg. Über den Preis sprechen wir ganz persönlich. Wenn es jemanden gibt, der wirklich sagt, ich möchte das Auto haben, der bekommt einen guten Kaffee und ein Stückchen Kuchen bei uns. Wir haben eine herrliche Terrasse da oben und dann werden wir das ausdiskutieren. Das ist jedenfalls einer der besten und durch die Radschverschlüsse auch einer der interessantesten 300 SL Roadster, die es überhaupt gibt. Und wie er läuft und fährt, das haben wir euch gerade gezeigt. Einmalig.